the images that people have of the Buddha can also strongly influence their practice. Die Bilder, die Leute von dem Buddha haben, können natürlich auch sehr stark die Praxis beeinflussen. In the Theravadan system, generally speaking, the Buddha is seen as a man who did something exceptional. Im Theravada-System wird allgemein gesprochen, der Buddha als ein Mann betrachtet, der etwas Außergewöhnliches vollbracht hatte. He was a man who became a Buddha. Er war ein Mann und dann wurde er Buddha. This is something that other people don't achieve. Das ist etwas, was anderen Leuten nicht gelingt zu vollbringen. But he can inspire us to make some progress towards what he has achieved. Aber er kann uns dazu inspirieren, einen gewissen Fortschritt wenigstens in die Richtung dessen, was er erlangt hat, zu machen. So the images of the Buddha are generally sort of in monk style, very simple. Und die Bilder des Buddha sind in diesem Zusammenhang dann im Allgemeinen sehr einfach, so im mönchischen Stil gehalten. In the Mahayana system, as expressed in Tantra, the Buddha is seen not as a human being, but as a kind of divine being. Im Mahayana-System, insbesondere wie es auch im Tantra Ausdruck findet, wird der Buddha nicht als ein menschliches Wesen, sondern als eine Art göttliches Wesen betrachtet. So the person we know as Buddha Shakyamuni was living as an enlightened Buddha in the pure land of Tushita. Und die Person, die wir als Buddha Shakyamuni können, lebt als erleuchtetes Wesen in dem reinen Land von Tushita. And out of this pure realm, he sent an illusory body to show the 12 acts of a Buddha in India. Und aus diesem reinen Bereich von Tushita sandte er aus Mitgefühl einen illusorischen Körper aus, der dann in Indien die 12 Taten eines Buddhas demonstrierte. Because of that, it's understanding that the Buddha and who we will be when we are a Buddha is something divine. Und aufgrund dessen ist unser Verständnis dann, dass der Buddha und wie wir sein werden, wenn wir Buddha werden, dass das etwas Göttliches sein wird. And so you see these kind of images that we have in this room are of very splendid beings who are radiant, beautifully adorned in many ornaments and so on. Und so sehen wir das also auf den Bildern, auch insbesondere die sich hier auch im Raum vertreten sind, den Buddha als ein sehr strahlendes, sehr scheinendes Wesen von großer Strahlkraft und wunderbar geschmückt mit vielerlei Arten von Ornamenten. In Dzogchen, the Buddhahood or enlightenment is not seen as something divine. Im Dzogchen wird Buddhaschaft oder Erleuchtung nicht als etwas Göttliches gesehen. Nor is it seen as something human. Aber auch nicht als etwas Menschliches. When it's described as a natural state, it describes a state which is without any elaboration, without any artifice. Wenn es als der natürliche Zustand beschrieben wird, dann wird es als ein Zustand beschrieben, der ohne jede Herausarbeitung, ohne jede Künstlichkeit ist. The level of openness is beyond any kind of grasping. You can't decide that it's this or that. Und die Stufe der Offenheit ist jenseits von jeder Art von Festhalten, von Greifen und entzieht sich jede Beschreibung als dieses oder jenes. It has no shape or color. Und sie hat keinerlei Form oder Farbe. And out of this, various forms arise. Aber aus diesem heraus entstehen dann verschiedene Formen. They arise according to circumstances. Und sie entstehen entsprechend den Umständen. What I was suggesting this morning is that if you observe yourself, you will already know that you act in this way. Und so wie heute Morgen schon von James vorgeschlagen wurde, sich selbst zu beobachten, in dieser Selbstbeobachtung werden wir wissen, dass wir es sind, die in dieser Weise handeln. When you observe yourself in the process of interaction with others, Wenn wir uns selbst im Prozess der Wechselwirkung mit anderen beobachten, if you relax and allow yourself to be in that process, und wenn wir dann entspannen und uns selbst gestatten, in diesem Prozess zu sein, you will find that you are different with different people. werden wir herausfinden, dass wir mit verschiedenen Leuten verschieden sind. If you take up a
rule-based direction for your activity, Wenn wir aber für unsere Handlungsweise sozusagen mehr eine regelnbasierte Richtung einschlagen, then you can try to maintain a particular position. dann können wir natürlich versuchen, eine bestimmte Positionierung aufrechtzuerhalten. You might decide, I want to be a nice, friendly person and to treat everyone in a friendly way. Wir können vielleicht den Beschluss fällen für uns, ich will eine nette, freundliche Person sein und alle Leute auf eine freundliche und gütige Weise behandeln. And that is your desire, and that is your practice. Das ist dann unser Begehren und das ist unsere Praxis, But it's quite artificial, aber es ist ziemlich künstlich, because it's actually full of deceit. denn in der Tat ist es voller Täuschung. Being nice to people you don't like is bullshit. Nett zu Leuten sein, die man nicht mag, ist... Why should we not be unpleasant to people you don't like? Warum sollte man nicht Leuten gegenüber, die man nicht mag, unerfreulich sein? Well, we shouldn't. Ja, wir sollten aber nicht. What would happen if everyone behaved that way? Was würde denn passieren, wenn alle Leute sich so aufführen würden? No, we have to be good. We have to do it. Wir müssen gut sein, wir müssen es schaffen. So, the problem for meditators then is that as I am trying to be the person I think I should be, Das Problem für Meditieren ist, dass in diesem Prozess versuchen, jene Person zu sein, von der wir denken, wir sollten sie sein. I'm denying myself the opportunity of observing who I actually am. In diesem Versuch verweigern wir uns selbst die tatsächliche, die Gelegenheit zu beobachten, wer wir tatsächlich sind oder wie wir tatsächlich sind. Because if you observe yourself and you see that actually sometimes you're rather a nasty person, Denn wenn man sich selbst beobachtet, wird man feststellen, dass man in der Tat manchmal eine wirklich widerliche Person ist. you can be quite cruel, selfish, envious, and so on. Man kann ziemlich grausam sein oder selbstbezogen oder neidisch. Then you might observe, well, I don't want to be like this. Dann kann man beobachten, dass vielleicht der Gedanke aufkommt, ich will nicht so sein. How long am I like this? Oder wie lange bin ich schon so? So you sell your vajra and your bell, Wir kaufen unsere Vajra und unsere Glocke, and you buy a stopwatch, wir kaufen eine Stoppuhr. and then you carry out the time and motion study, Und dann führen wir eine Zeit- und Bewegungsstudie durch. and you examine when the nasty bastard clocks in for work and when they clock out of work. Und dann untersuchen wir, wann dieser widerliche Bastard sich sozusagen in die Arbeit einklingt und wann er sich dann wieder ausklingt. You think, how come I'm so worried about this person who actually doesn't do very much work? Und dann werden wir uns anfangen zu fragen, wie kommt es, dass ich mir so viele Sorgen über diese Person mache, die eigentlich nicht groß was leistet. The envious thought comes and it goes. Der neidische Gedanke kommt und er geht. If you grasp it and say, oh my God, I'm so envious, Wenn man aber daran festhält und sagt, oh mein Gott, ich bin so neidisch, I'm really troubled by the fact that I am envious. und es macht mir wirklich Sorgen, dass die Tatsache, dass ich so neidisch sein kann. How long were you envious? Wie lange war man denn so neidisch? On the basis of 3 seconds of envy, you have created an image of yourself which you now have to spend many hours worrying about. Auf der Grundlage von 3 Sekunden Neid haben wir ein Selbstbild erschaffen, von dem wir nun jetzt aber Stunden brauchen, um darüber sich Sorgen zu machen. If you are worried about your envy, Wenn wir Sorgen um unser Neid haben, please don't try to solve it by meditation. versucht es bitte nicht zu lösen, indem wir meditieren. On behalf of the unemployed psychotherapists of Germany, I recommend you go to therapy. Im Namen aller arbeitslosen Therapeuten in Deutschland empfehlen wir Ihnen, die Therapie zu besuchen. So that your self-indulgent problems can at least put food in someone else's mouth. Sagen Ihnen sich selbst schwellenden Probleme, die wir haben, wenigstens jemand anderen Nahrung in den Topf gibt. There's a very serious point in this, is to observe how your mind functions. Und darin ist wirklich ein sehr ernster Punkt enthalten, nämlich zu beobachten, auf welche Weise unser Geist funktioniert. Not to rest in the assumptions of the pre-received knowledge that, oh, this is very bad, therefore I must do something to stop being like that. Und nicht auf dem sozusagen
vorweg empfangenen Wissen es beruhen zu lassen, zu denken, oh, das ist eine sehr schlechte Sache und deswegen muss ich mir überlegen, wie ich damit fertig werde. But rather to see what is actually the nature of the arising of envy or cruelty or selfishness. Sondern stattdessen eher zu untersuchen und zu versuchen zu sehen, was die eigentliche Natur dieses Erscheinens von Neid, von Grausamkeit, von was immer es ist. And when we see that, it's coming and going. Und wenn wir das beobachten, sehen wir, dass es in jedem Fall kommt und geht. There is less and less to do. Und es gibt weniger und weniger zu tun. You don't have to help someone leave if they're already going. Man muss nicht jemandem sozusagen nachhelfen, dass er geht, wenn er sowieso schon am Gehen ist. They come, there's a bit of a problem, but they're going. Sie sind gekommen, es gab vielleicht ein kleines Problem, aber sie sind ja schon am Gehen. If you try to make them go, it will make them stay. Wenn wir versuchen, sie zum Gehen zu veranlassen, wird es sie vielleicht umstimmen und sie werden bleiben. If there is somebody who is very drunk in a bar and they're starting to cause trouble, ordering them to leave is probably not the best thing to do. Ordering, insisting that they leave. Wenn jemand betrunken ist und anfängt in einer Bar sozusagen Schwierigkeiten zu machen, dann ihnen einen Befehl zu erteilen, dass sie gehen sollen, ist wahrscheinlich nicht die geschickteste Art und Weise, sie loszuwerden. So, in terms of meditation, here we are observing the coming and going, the self-liberating of whatever arises, whether it's good or bad. Und in der Meditation beobachten wir eben lediglich das Kommen und Gehen und die Selbstbefreiung von was immer erscheint. And this allows us to see that the one who is present is unspeakable. Und das erlaubt uns zu erkennen, dass jener, der gegenwärtig ist, im Grunde genommen unaussprechbar ist. And the one that is arising is ungraspable. Und dass jener, der aufscheint, ungreifbar ist. So, it's not human, it's human. Here we are in this body. Und so ist es menschlich und nicht menschlich zugleich. Hier sind wir in diesem Körper. We are showing this form. Wir zeigen diese Form. And we show this form in different ways according to circumstances. Und wir zeigen diese Form in verschiedenen Weisen entsprechend der Umstände. What is wrong with any of the forms that we show? Was ist denn falsch an irgendeiner dieser Formen, die wir zeigen? Well, there are some forms you just shouldn't show. Nun, es gibt einige Formen, die sollte man nicht zeigen. Why? Warum nicht? This is a real question for us to see. Das ist eine wirkliche Frage, die wir anschauen sollten. What is the most unacceptable part of ourselves? Was ist denn der sozusagen am meisten inakzeptable Teil von uns? Why should it have to change? Und warum sollte sich dieser Teil verändern? If you remember the old Frank Zappa song, Vielleicht erinnert euch an den alten Song von Frank Zappa. what's the ugliest part of your body? Was ist der hässlichste Teil deines Körpers? It's your mind. Ist dein Körper, ist dein Geist. And it's because it's the mind which fixates on behaviors, physical attributes and so on, and gives it a particular valency. Das ist, weil es der Geist ist, der sich sozusagen auf bestimmten Formen der körperlichen Erscheinungen, des Verhaltens festhängt und ihnen eine bestimmte Valenz, eine bestimmte Wertigkeit zuweist. So from the point of view of Dzogchen, there is no rule about how you should behave. Und vom Standpunkt des Dzogchen kann es also keine Regel darüber geben, wie man sich verhalten sollte. In being connected with the situation, behavior will arise. Indem man mit der Situation, in der man sich befindet, verbunden ist, wird Verhalten ohnehin aufkommen. Of course, actions have consequences. Natürlich haben Handlungen Konsequenzen. If you see that in a situation some robust activity is arising in you, you can do that, but of course there will be a consequence. Wenn wir sehen, dass in einer gewissen Situation eine relativ robuste Aktivität aus uns heraus aufsteigt, dann können wir natürlich fortfahren und sie ausführen, aber wir müssen auch damit rechnen, dass es auch Konsequenzen hat. Which is why they say in the teachings, whatever occurs, it occurs.
Und deswegen heißt es in den Lehren, was immer erscheint, erscheint. The main thing is to stay present in the moment of the arising of whatever occurs. Der entscheidende Punkt ist, gegenwärtig in dem Augenblick des Entstehens von was auch immer erscheint zu bleiben. Say you, I don't know, in your work you say something to a colleague and they become upset. Zum Beispiel in der Arbeit mag man vielleicht seinen Kollegen etwas sagen und das macht ihn natürlich dann sehr erregt. And then they say they're going to make a formal complaint. Dann werden sie vielleicht eine formale Beschwerde einlegen. You might feel some anxiety. Und dann fühlt man vielleicht etwas Furcht. Oh, why did I do that? Oh, warum habe ich das getan? Going into that kind of thought production won't help in any way. Aber in eine solche Art von Gedankenerzeugung zu gehen, wird nichts ändern, wird nicht helfen. If they complain, if you are relaxed and open, that's the best place to deal with the complaint. Wenn sie sich beschweren und wenn man dabei dann entspannt und offen bleibt, dann ist es der beste Ort, mit dieser Beschwerde auch umzugehen. This is the notion that activity moves ceaselessly as waves of interaction. Und das ist die Vorstellung, dass Aktivität als ein unaufhörliches Schwappen von Wellen von Wechselwirkungen erfolgt. Fearfully trying to manage the circumstances to ensure the outcome that you feel safest with is a way of maintaining your own limitation. Ängstlich Aktivitäten aufrechtzuerhalten, die sicherstellen sollen, dass wir denjenigen Ausgang der Situation bekommen, mit dem wir uns am sichersten fühlen würden, ist nichts anderes als ein Weg, unsere eigene Begrenztheit aufrechtzuerhalten. If that happened to me, I wouldn't know how to cope. Wenn das mir passieren würde, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Why? Warum nicht? Well, I'm like this. No, ich bin einfach so. Well, is that true? Ist das wirklich wahr? In the course of your life, you've been interacting with many people. Im Laufe unseres Lebens haben wir Wechselwirkungen mit vielen Leuten gehabt. You've seen people behaving in many different ways. Wir haben Leute sich benehmen sehen in verschiedensten Arten und Weisen. They have done things that you wouldn't do, perhaps feel you couldn't do. Sie haben Dinge getan, von denen wir das Gefühl hatten, wir würden sie nicht tun oder das Gefühl hatten, wir könnten sie nicht tun. They have not been arrested or shot. Sie wurden nicht verhaftet oder erschossen Their lives have gone on. und ihr Leben ist auch weitergegangen. That is to say, inside you, you have, as part of your repertoire, the knowledge of all the moves, not only that you have made, but other people have made. Das heißt, in uns haben wir sozusagen als unser Repertoire das Wissen über all die Bewegungen oder Verhaltensformen, nicht nur die wir selbst ausgeführt haben, sondern alles das, was wir bei anderen auch gesehen haben. When little girls play with their dolls, they talk to the dolls as if they were their own mother. Wenn kleine Mädchen mit den Puppen spielen, dann sprechen sie zu den Puppen so, als wären sie ihre Mutter. The mother has spoken to them in a particular way. Und die Mutter sprach zu ihnen in einer bestimmten Art und Weise. You could say that's the voice of the other, Oder um es anders zu sagen, das war die Stimme des anderen. and it's come in their ear. Das trifft das Ohr, But now it's coming out of their mouth. aber jetzt kommt es aus ihrem eigenen Mund. It's a voice inside them. Es ist eine Stimme in ihnen. It may be their mother's voice, but they can speak it. Es ist vielleicht die Stimme ihrer Mutter, aber sie können sie sprechen. In that way we are inhabited by many, many voices. Und in dieser Weise sind wir von vielen, vielen Stimmen bewohnt. But here we have a dorje Aber wir haben da einen Türhüter, that says, shh, not me, that's not me, that's not me, I couldn't, oh no, no, not me. und dieser Torhüter sagt dann immer, nein, das bin nicht ich, das bin ich nicht. Ja, ich könnte, aber nein, das bin ich nicht. And so out of all the things that we know, we allow ourselves a very small slice. Von all diesen Dingen, die wir wissen oder kennen, erlauben wir uns nur sehr eine kleine Scheibe. One of the functions of meditation is to relax so that we dissolve this deep anxiety, the anxiety that arises from feeling ourselves to be an entity who can be known and judged, weighed and found wanting. Und eine der Funktionen der Meditation ist dann fähig zu sein, zu entspannen und aufzuhören, sich selbst als etwas zu sehen, das gekannt und beurteilt werden kann. Weighed and found wanting. Gewogen und für zu leicht befunden sozusagen. So through that we get much more freedom to respond into the situation.
Dadurch bekommen wir viel Freiheit, in eine Situation hinein zu antworten. And then you'll start to find that the less you know, the more you can do. Und dann werden wir herausfinden, dass je weniger wir wissen, desto mehr wir tun können. And that you gradually find your way out of the prison of knowledge. Und so werden wir allmählich unseren Weg aus dem Gefängnis des Wissens herausfinden. Where knowledge becomes something to hand, some kind of tool or resource which can be utilized into the situation, but is not the determinant of your activity. Und darin wird Wissen immer noch eine Art Werkzeug, eine Art handhabbares Zeug sein, mit dem man die Situation unterstützen kann, aber sie wird nicht mehr der determinierende Faktor unseres Handelns in einer Situation sein. In terms of the nature of awakening, from the point of view of Dzogchen, it's something very simple. It's not about becoming transcendent or becoming a god. Und so ist also das Erwachen oder das, was Dzogchen als Erwachen sieht, als Erleuchtung sieht, etwas sehr, sehr Einfaches. Es ist nichts Transzendentes. Es handelt hier nicht davon, eine Art Gott zu werden. It's a way of, if you like, not being human while showing the form of human. Es ist vielleicht eine Art, nicht Mensch zu sein, während man eine Form eines Menschen zeigt. Just as in the traditional story when Padmasambhava left Tibet and went to the island of the Rakshas. So wie in dieser traditionellen Geschichte, in der Padmasambhava Tibet verlassen hatte und dann auf die Insel der Rakshas ging. He entered into the body of the king of the Rakshas. Trat er sozusagen in den Körper des Königs der Rakshas ein. And lived in the form of this demon. Und lebte in der Form dieses Dämons. The people who knew the king didn't see any difference the next morning. Und die Leute, die den König kannten, die haben nächsten Morgen eigentlich keinen Unterschied feststellen können. The presence or the awareness was that of Padmasambhava. Aber die Präsenz oder die Bewusstheit war die von Padmasambhava. The form was that of a demon. Aber die Form war die eines Dämonen. By maintaining the form of the demon, he was able to stay in communication with the demons without there being any great resistance. Und indem er die Form eines Dämons annahm, war er in der Lage, die Verbindung oder Kommunikation mit den Dämonen aufrechtzuerhalten, ohne auf großen Widerstand zu stoßen. And by gradually loosening his behavior, he led them into a path of transformation. Und indem er allmählich sein Verhalten sozusagen lockerte, konnte er sie dann graduell auf den Weg zur Transformation führen. In the same way, when we practice Dzogchen, we don't have to change our external life. We can continue working, being in families and so on. In der gleichen Weise, wenn wir Dzogchen praktizieren, brauchen wir nichts Äußerliches an uns zu verändern. Wir können fortfahren damit zu arbeiten, also im Arbeitsleben teilzunehmen, ein Teil einer Familie zu sein oder dergleichen. But the ground or basis out of which this behavior arising is different. Aber der Grund oder die Basis dafür, dass dieses Verhalten aufkommt, ist ein völlig anderer. Instead of it being centered in yourself, it's arising from an open, spacious awareness. Statt dass es in uns selbst zentriert ist, entsteht dieses Verhalten aus einer offenen und raumhaftigen Bewusstheit. Okay, so we do a bit of practice now. Jetzt werden wir etwas Praxis machen. This practice is a form of Guru Yoga. Und diese Praxis hat die Form eines Guru-Yogas. Guru means the living presence of the enlightened state, the natural state. Guru bedeutet hier die lebendige Präsenz des Erleuchteten, des natürlichen Zustands. It's our own real nature. Das ist also unsere eigene wahre Natur. It's present in the form of the gurus of the lineage. Und dies gegenwärtig in der Form der Gurus der Linie. And yoga means to stay loose, to stay natural. Und Yoga bedeutet hier locker oder natürlich zu bleiben. So Guru Yoga is to be inseparable from the natural state. Und Guru Yoga bedeutet also hier ein Verweilen in Untrennbarkeit vom natürlichen Zustand. And we do this many different forms of the Guru Yoga practice.
But this simple one is you imagine in the center of your body the white letter R. Und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Formen, eine solche Guru-Yoga-Praxis auszuführen, aber eine sehr simple Form ist in der Mitte des Körpers ein weißes Schriftzeichen A vorzustellen. Around this letter R there is a ball of rainbow-colored light. Und das A herum ist ein Ball aus regenbogenfarbigem Licht. Then this is the presence of all the masters of having the enlightened nature, and they are inseparable from our own nature. Und das ist die Gegenwärtigkeit all der erleuchteten Meister, die der Natur untrennbar ist von unserer eigenen erleuchteten Natur. Because it's our own nature, we don't need to do anything elaborate to try to get there or uncover it or develop it. Da es sich hier um unsere eigene Natur handelt, eigene wahre Natur handelt, gibt es nichts, was zu tun wäre, um dahin zu gehen oder es irgendwie aufzudecken oder es irgendwie zu finden. So we make the sound A once. Und dann machen wir den Klang A einmal. Integrate into this state of the letter R, which is infinite openness, endless emptiness. Und integrieren uns dann in den Zustand des Schriftzeichens A, welches nichts anderes als die unendliche weite Offenheit ist. And then just let the image of the R dissolve. Dann lassen wir das Bild von A sich auflösen. Stay relaxed and open, Und verweilen entspannt und offen. being with whatever arises. Und verweilen zusammen mit was immer erscheint. So we're sitting here, there's traffic outside. Wir sitzen hier, da draußen ist Verkehr. What is that? Was ist das? If we enter into thought production and thought identification, we know, oh, cars are going by on the road outside. Wenn wir in den Prozess von Gedankenproduktion und Identifizierung eintreten, dann wissen wir dann, aha, das sind Autos, die auf der Straße fahren. If you relax and just stay present with what is there, Und wenn wir aber entspannen und einfach gegenwärtig in dem, was da ist, bleiben, something happens and it's gone. geschieht da irgendwas und dann ist es auch wieder weg. Same with sense of things in this room. Maybe you see people's bodies moving a little bit. Das gleiche mit dem Empfinden von den Dingen, die im Zimmer passieren. Vielleicht sehen wir jemanden, wie er sich bewegt. Things happen in what you call yourself, thoughts, feelings, sensations. Und auch Dinge geschehen in dem, was wir uns selbst bezeichnen. Und wir haben Gedanken, Gefühle, Empfindungen. Whatever arises, leave it just as it is. Was immer da aufkommen mag, lasst es so sein, wie es ist. Don't hold yourself back from it. Versucht nicht, euch davon zurückzuziehen, Don't fall into it. aber fallt auch nicht damit zusammen. If you remember the image of the mirror, Vielleicht um das Bild vom Spiegel wachzurufen. the reflection comes in the mirror. Die Spiegelung kommt im Spiegel The mirror is not protecting itself from the reflection. und der Spiegel schützt sich nicht, verteidigt sich nicht gegen die Reflexion. And yet, no matter how many reflections come inside the mirror, it doesn't damage the mirror or tire it out. Aber ganz gleich, wie viele Spiegelungen denn in den Spiegel kommen, wird es den Spiegel nicht beschädigen oder ihn irgendwie ermüden. The same way, the sitting, this is arising, going, this is arising, going, coming, going. In der gleichen Weise sitzen wir hier und dann kommt dieses auf und dann verschwindet es wieder und dann kommt dieses auf und verschwindet wieder und so weiter. Again and again, just relax and open, relax and open. Wieder und wieder entspannt euch und öffnet euch. There is no need to change anything, to do anything. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu verändern oder irgendetwas zu tun. If you find yourself getting bored, Wenn ihr feststellt, dass ihr gelangweilt werdet, if you start to think, I don't know what I'm doing, what is this is stupid. wenn ihr anfangt zu denken, ich weiß nicht, was ich da tue, das ist Quatsch, das ist Unsinn, Just relax into the out-breath. entspannt euch und in den Ausatmenvorgang And remain present. und bleibt gegenwärtig. Strong thought will go by itself. Auch dieser starke Gedanke wird aus sich selbst heraus verschwinden. Okay, we try this for a while. Wir werden das jetzt für eine Weile versuchen.
And because it's a practice of relaxation, we won't do it for very long. Und weil es sich hier um eine Entspannungspraxis handelt, werden wir das nicht für zu lange Zeit machen. But we do it again and again in short periods in order just to be as open and at ease as possible. Und dafür werden wir es sozusagen wieder und wieder für kurze Zeit machen, um so offen und so uns so wohl zu fühlen, wie es irgendwie möglich ist, so gelassen zu sein, wie es irgendwie möglich ist. With this practice, sometimes we do it with the eyes a little more open. You can also do it with the eyes completely shut or a little bit open. The main thing is to start to make some experiments and see how does this work best for me. Und in dieser Praxis kann man das mit offenen Augen machen, vollständig offenen Augen oder mit bisschen offenen Augen oder auch mit geschlossenen Augen machen. Das Wichtigste dabei ist, für sich selbst herauszufinden, was für einen selber am besten funktioniert. We're in the middle of the afternoon, a little bit after lunch. It's often a time when people's energy takes a dip. Wir sind jetzt am Nachmittag, nach einem Mittagessen. Das ist eine Zeit, in der die Energie von vielen Leuten oft eine kleine Delle hat. You may find that keeping your eyes open and resting in the space in front of you helps to stay fresh and awake. Und wir können dabei herausfinden, dass das Offenhalten der Augen und das Schauen in den Raum hinaus uns helfen kann, frisch und wach zu bleiben. You have to remember that the form the body takes up, this is only a method. It's never a truth. In the method is only meaningful if it works. So you have to work out how it's going to work for you. Und wir müssen uns daran erinnern, dass die Form, die ein Körper annimmt, immer eine Methode ist und niemals die Wahrheit. Und wir müssen also herausfinden, ob die Methode tatsächlich für uns funktioniert. Das können nur wir selbst herausfinden. Okay. And with this white letter A, if you don't know what the Tibetan letter looks like, you just look at the capital A, maybe about this size, in the center. Und wenn wir also den tibetischen Buchstaben A nicht kennen, können wir genauso gut auch ein großgeschriebenes, gedrucktes A etwa von dieser Größe im Zentrum hier nehmen. Kind of practice, you can see that, of course, the content of the mind continues to arise. Diese Art von Praxis können wir erkennen, dass der Inhalt des Geistes natürlich sein Erscheinen fortsetzt. Nothing has changed. Nichts hat sich dann verändert. And yet, you are no longer the owner of the content. Und doch ist man nicht länger der Eigentümer dieses Inhalts. It's like in England after the war, many of the old rich families had huge country houses, but no money. So wie nach dem Zweiten Weltkrieg viele der reichen Leute in England ihre großen Landhäuser besaßen, aber kein Geld. Often the family had lived in the house for hundreds of years. Oft hat ihre Familie da für hunderte von Jahren schon in diesen Häusern gelebt. They had very nice furniture and so on. Und da gibt es sehr schöne Möbel und dergleichen. But they couldn't pay the tax. Aber sie waren nicht in der Lage, die Steuern zu bezahlen. So they would often give part of the house over to a body that administered these big houses and made them into houses ordinary people could visit. Und oft übergaben sie also diese Häuser dann einer Gesellschaft, die diese Häuser verwaltet hat und dann sie öffentlich zugänglich für Besucher machte. So you go and pay your money and you can walk around and see the house. Also dahin gehen, einen Eintritt bezahlen und das Haus anschauen. The people who own the house can also walk around and look at these rooms. Auch die Leute, die das Haus besitzen, können rumgehen und die Räume anschauen. They are their own rooms. Das sind deren eigene Räume. Nothing has changed, Nichts hat sich groß verändert. but it's not their room. Aber andererseits ist auch nicht ihr Raum. It's the same when we do the meditation. Das Gleiche ist, wenn wir Meditation machen.
we've sold our mind Wir haben unseren Geist verkauft to emptiness. an die Leerheit. Emptiness is the new owner. Leerheit ist der neue Eigentümer. So the thoughts wander around, Gedanken wandern rum, look at the chairs, schauen sich die Stühle an. feel like sitting down, Sie haben das Gefühl, sie würden sich gerne hinsetzen. feel entitled to sit there, Sie haben das Gefühl, sie sind berechtigt, dort zu sitzen. can even see the mark on the cushion fits the shape of their own arms. Sie können sogar sehen, dass der Eindruck auf den Kissen genau der Form ihres eigenen Hinterns entspricht. But it's no longer their house. Aber es ist nicht länger ihr Haus. It's just stuff. Einfach nur Zeug. That's the difference between Dzogchen and Tantra. In Tantra, we transform whatever is arising into a mandala palace, into something divine and beautiful. Das ist der Unterschied zwischen Dzogchen und Tantra. Im Tantra transformieren was immer erscheint, in die Form eines Mandala, in die Form des göttlichen Palastes und alles ist wunderbar. And in some ways that is easier to do because it involves something to do. In gewisser Weise ist es einfacher zu machen, weil es beinhaltet, dass etwas zu tun da ist. Whereas here in Dzogchen, it's a path of not doing, Denn im Dzogchen handelt es sich um einen Pfad des Nichttuns, a path of not identifying with the arising, ein Pfad des sich nicht Identifizierens mit dem, was erscheint, not investing it with meaning. und ein Pfad, in dem diese Dinge nicht mit Bedeutung investiert werden. Just relax and open and see everything coming and going. Entspanne dich, öffne dich und sehe, wie alles kommt und geht. Thoughts come and go, Gedanken kommen und gehen, but the thinker of the thought also is coming and going. aber auch der Denker der Gedanken kommt auch und geht. The thinker of the thought, that's what we are. Und der Denker dieser Gedanken, das ist das, was wir sind. The thinker is also a thought, Und auch der Denker ist ein Gedanke and it's going. und geht. What will I rest on? Worauf soll ich also beruhen? Rest in the natural state of the mind. Ruhe oder Ruhe in dem natürlichen Zustand des Geistes. But where is it? Aber wo ist der? It's not a cushion. Es ist kein Kissen, It's not a seat. kein Sitz, It's not anything. es ist gar nichts. Well, how will I be able to rest in it? Wie könnte ich also darin ruhen? Only if you let go of the burden you're carrying. Nur wenn wir die Last, die wir tragen, loslassen. At the moment, the ego is so heavy, it will fall right through emptiness. Im Moment ist das Ego so schwer, dass es direkt durch die Leerheit hindurchfallen wird, Because it's carrying a very heavy rucksack. weil es einen sehr schweren Rucksack trägt. What we have to do is unpack the rucksack. Wir müssen also diesen Rucksack mal auspacken. What have you got inside? Was ist denn da drin? Many memories, Viele Erinnerungen, karmic habits, karmische Gewohnheiten, thoughts about the future, Gedanken über die Zukunft, hopes and fears, Hoffnungen, Befürchtungen, telephone numbers, Telefonnummer, all kinds of stuff you're carrying on as me. ein Haufen Zeug, das wir umherschleppen als ich. It's just stuff. Aber es ist nur Zeug. If we really let it just be stuff, what are we carrying? Wenn wir es wirklich nur als Zeug sehen und zulassen, dass es nur als Zeug gesehen wird, was ist es denn, was wir herumschleppen? Nothing. Nichts. Who is the one carrying nothing? Wer ist aber derjenige, der nichts herumschleppt? No one. Niemand. Well, no one's carrying nothing, actually it can fly around like this. Wenn niemand nichts trägt, dann kann es eigentlich da in der Gegend herumfliegen. So, when we sit and do the practice, as soon as we find we are becoming someone, the practice becomes very difficult. Und wenn wir also da sitzen und diese Praxis machen, dann sobald wir finden, dass wir in dieser Praxis zu jemandem werden, wird die Praxis sehr schwierig. As soon as there is an identification with a pattern of thought, Sobald also da eine Identifizierung mit dem Gedankenmuster auftritt, this brings us into constellation with other patterns of thought. führt uns das in Konstellation mit anderen Gedankenmustern. And these start to tumble together. Und diese stolpern dann gemeinsam. Whatever is occurring, whether it seems outside, like cars going by, Was immer erscheint, sei es etwas Äußeres, wie zum Beispiel vorbeifahrende Autos, or changes in the light of the room as the sun sets below the clouds, oder die Veränderung in der Beleuchtung des Raumes, während die Sonne sich unterhalb der Wolken versinkt,
sensations in the body, thoughts, memories, whatever is arising. Oder Empfindungen im Körper, Gedanken, Gefühle, was immer aufkommt. Don't discriminate between inside and outside. Macht keinen Unterschied zwischen innen und außen. Just offer a spacious hospitality to each thing as it arises and passes. Bietet einfach eine raumhaftige Gastfreundschaft allem, was erscheint, wie es kommt und geht. This won't make you stupid, Das wird euch nicht dumm machen, because everything is exactly offering what it has. denn alles bietet genau das an, was es hat. You're not unaware, you're very aware, Wir sind ja nicht unbewusst, im Gegenteil, wir sind sehr bewusst. but you're not catching the things. Aber wir greifen nicht nach den Dingen, wir fangen sie nicht. You're not trying to use them for some purpose, Wir versuchen nicht, sie zu irgendeinem Zweck zu gebrauchen. because you've put down your rucksack. Denn, because we put on, You put it down. Yeah. weil wir unseren Rucksack abgelegt haben. What would you take? Was wollen wir also da nehmen? What will you do with this thought? Was will man mit dem Gedanken machen? Already vanishing. Er ist ja bereits am Verschwinden. The best thing that the thought gives us is its instant arising, its instant staying, and its instant vanishing. Das Beste, was uns ein Gedanke anzubieten hat, ist sein instantanes Aufscheinen, sein instantanes Verweilen und sein instantanes Verschwinden. When you walk in the springtime in the hills around here, Wenn man im Frühling hier in den Hügeln umherwandert, I imagine there are many beautiful wild flowers. kann man sich vorstellen, dass es eine ganze Menge wunderschöner wilder Blumen gibt. After the grey days of winter, they look so amazing, these wild crocuses and so. Nach den grauen Tagen des Winters schauen sie so erstaunlich aus, diese weißen Krokusse und dergleichen. But of course we know from experience it's a very sad thing to try to pick them. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass es eine sehr traurige Sache ist, zu versuchen sie zu pflücken. By the time you get home with them, they're already dead, falling over. Noch bevor wir zu Hause angekommen sind, sind sie schon eigentlich tot und verwelkt. But if you open yourself fully to this flower, and you let it come in through your eyes, and you smell it, and it's completely inside you, it will stay with you forever when your hands are empty. Aber wenn wir uns dieser Blume gegenüber vollständig öffnen, wenn wir sie wirklich sehen, wenn wir wirklich ihren Geruch und all das in uns aufnehmen können, dann wird die mit uns für immer bleiben, obgleich unsere Hände leer geblieben sind. Well, it's the same in the meditation. Das Gleiche trifft auf Meditation zu. Whatever is arising, it's just like a beautiful wild flower. Was immer erscheint, ist nur wie eine wunderbare weiße Blume. Some are beautiful, some are not so beautiful. Oder wilde Blumen. Manche sind wunderschön, andere sind nicht so wunderschön. Natural forms. Das sind natürliche Formen. There's nothing to do with it. Es gibt nichts, was man mit ihnen anfangen könnte. They give you everything they have without your asking. Sie geben uns ohnehin alles, was sie haben, ohne dass wir sie danach bitten müssen. And then they're gone. Und dann gehen sie wieder. So there's no need to be busy. Es gibt also keinen Grund, beschäftigt zu sein. We practice this again and again. Wir machen das also wieder und wieder. So we do it now. With the single R, relaxing. Auch jetzt wieder mit einem einzelnen A und dann der Entspannung. Questions or comments on anything of what we've done so far? Mal schauen, ob es da vielleicht Fragen gibt oder Kommentare zu den Dingen, die wir bis jetzt gemacht haben. Does the A stand for anything, or wouldn't you put it that way? The A, you want to say it in German too? Steht das A für irgendetwas, oder kann man das so nicht sagen?
This letter A represents emptiness itself. Das Schriftzeichen A repräsentiert die Leerheit selbst. Really, it's the most open sound that the throat can make. Das ist in Wirklichkeit auch der offenste Klang, den die Kehle überhaupt hervorbringen kann. In both the Sanskrit and the Tibetan alphabets, it's the root vowel. All the consonants take A, and then they're varied. It's not like in the European vocabulary. It's the alphabets, right? Sowohl im Sanskrit als auch im tibetischen Alphabet ist A sozusagen die Wurzelkonsonante, die in jedem, das Wurzelvokal, das in jeder Konsonante enthalten ist. Das ist nicht wie im europäischen Alphabet. So the other vowel sounds are seen as variations on A. Und andere Vokale werden als Variationen des A angesehen. So A, in that sense, is both empty and ungraspable, but it also represents the potential of sound to create all the words and through that all the conceptual identifications of the universe. In diesem Sinne ist A zwar selbst leer und ungreifbar, aber repräsentiert zugleich auch das ganze Potenzial der Manifestation aller Klänge und alle Wörter. So in the Mahayana literature, they have this set of texts called the Prajnaparamitas. Die Mahayana-Literatur enthält diesen ganzen Verbund von Texten, die man insgesamt als Prajnaparamita bezeichnet. And ranging from one with 100,000 verses. Angefangen mit einer, die 100.000 Verse enthält. Down to 10,000. Dann über 10.000. Then the Vajra, the indestructible cutting sutra, or the diamond cutter. Dann die Sutra des Vajra-Schneiders, des Diamantschneiders. Then the Heart Sutra. Dann Herzsutra. Then 4-line verse of praise to Prajnaparamita. Dann die 4 Zeilen des Gebets an Prajnaparamita. Then the mantra from the Heart Sutra, Gati Gati Paragati Paragati Sam Mudras. Dann das Mantra von Prajnaparamita, also aus dem Herzsutra, das Gati Gati Paragati Parasangati Buddhisura. And then the condensation of that is the letter A. Und die Kondensierung von all dem ist der Buchstabe A. So it represents the distillation of all the critiques of the entitative or the rarefied readings of the phenomena of the world, including ourselves. Damit ist der Buchstabe A auch sozusagen die Destillation, die Essenz, alle Kritik, die man an allen verdinglichen Interpretationen der Dinge im Universum und von uns selbst machen könnte. So it's both a mnemonic which reminds us of all the meaning of this literature, and also a single point into which everything which is created out of conceptualization can be dissolved. Und damit ist es sozusagen einerseits eine Gedächtnisstütze, das uns an die Essenz dieser gesamten Literatur erinnert, und gleichzeitig auch ein einziger Punkt, an dem alles, was aus der Tendenz zur Konzeptualisierung erwächst, alle Dinge, die wir konzeptualisieren können in diesen Punkt hineinschmelzen. So, I don't know how it goes in German, but in English, nothing is no thing. Nichts ist nichts. So kein Ding ist eben kein Ding. So that's really the sense that it's carrying. So when we say everything is nothing, we mean that what we have is appearance and emptiness as an inseparability. Und in diesem Sinne, wenn man also in Englisch leider kann man das wiederum nicht übertragen, sagt everything is nothing, also alles ist nichts, trägt es sozusagen diese Bedeutung von Untrennbarkeit. So in this room, when we look around, we see different things. We see different people, different colors, shapes, and so on. So in diesem Zimmer, wenn wir uns umherschauen, sehen wir natürlich verschiedene Dinge. Wir sehen verschiedene Leute, verschiedene Formen, verschiedene Farben. Or when we see a person, we immediately imagine there's somebody kind of inside.
that this is somebody showing themselves. Wenn wir eine Person sehen, dann haben wir die Vorstellung, dass da irgendjemand auch da drin sitzt und sich sozusagen auf die Weise zeigt. But what we have is an appearance. Was wir aber nur haben, ist eine Erscheinung. There is no fixed entity inside the appearance. Es gibt keine fixierte Dinglichkeit innerhalb dieser Erscheinung. There is no individual essence to the person. Es gibt keine individuelle Essenz, die diese Person sozusagen eigen wäre. What there is an openness or a potentiality Was da ist, ist eine Offenheit oder eine Potentialität, which allows the person to be all the many different people that they are. welche den Leuten erlaubt, eben all die verschiedenen Leute zu sein, die sie eigentlich sind. So the I is representing emptiness in that sense. Und das A repräsentiert Leerheit in diesem Sinne. Not that there is nothing at all, Also keineswegs, dass da gar nichts wäre, but there are no things at all. sondern dass es da keine Dinge überhaupt gibt. There are appearances, Es gibt Erscheinungen which are the appearances of emptiness, und das sind Erscheinungen der Leerheit not the appearance of something. und nicht die Erscheinung von etwas. Because if you like, the essence of everything is empty. Wenn man so will, kann man sagen, die Essenz von allem ist leer. And same with sound and emptiness. Das Gleiche, was Klang und Leerheit anbetrifft. Taste, smell, all the five senses lack anything substantial to them. Schmecker, Gerüche und all diese 5 Sinneswahrnehmungen haben keinerlei Essentielles an sich. So the eye is very central. Das ist also sehr zentral. Moreover, we have also clarity and emptiness. Mehr noch, wir haben sogar noch Klarheit und Leerheit. Clarity means the quality when we do this and we're just relaxed and open. There is the arising of something which is not even yet an appearance. Mehr noch, also diese Klarheit, wenn wir uns entspannen und öffnen, gibt es hier ein Erscheinen, eine Entstehung, die sozusagen noch vor dem Erscheinen liegt. Because actually an appearance is already an interpretation. Denn das Erscheinen selbst ist bereits schon eine Interpretation. Before we constellate what we have here in our visual realm as individual people, Bevor wir überhaupt konstellieren, was sich in unserem visuellen Bereich als individuelle Leute befindet, there is an unseparated immediacy or directness of everything arising at once. gibt es eine ungetrennte, eine unmittelbare Erscheinung von allem in einem Augenblick. That undivided, unseparated out immediacy is called clarity. Und diese ungeteilte, unmittelbare Erscheinung ist das, was als Klarheit bezeichnet wird. And it's linked to the word for light, just as in Tibetan the word for appearance is linked to the word for light. Und das ist mit dem Wort für Licht verknüpft, genauso wie auch Erscheinungen im Tibetischen mit dem Wort für Licht verknüpft sind. So here we have lights of different colors. Wir haben also Lichter von verschiedenen Farben This is what is presenting to us. und das ist das, was sich uns eigentlich darbietet. When we stay with that clarity, there is a lack of division inside the awareness which is in touch with it. Und wenn wir mit dieser Klarheit bleiben können, dann fehlt da jede Art von Unterteilung oder Teilung in diesem Zustand, die damit einhergeht. And linked with this also is awareness and emptiness. Und damit verknüpft ist auch Bewusstheit und Leerheit. Awareness, or in Tibetan Rigpa, is a basic noetic capacity. Bewusstheit im Sinne von tibetisch Rigpa ist eine grundlegende Erkenntnisfähigkeit, eine noetische Fähigkeit. It's a kind of knowing, but it's more ontological than cognitive. Es ist eine Art von Wissen, aber es ist mehr ontologisch als kognitiv. That is to say, it's primarily a being present with, in a way that allows whatever is arising to reveal itself. Und mit anderen Worten ausgedrückt, es ist mehr eine Art Gegenwärtigkeit oder gegenwärtiges Verweilen mit den Dingen, so dass sie die Möglichkeit haben, sich selbst zu enthüllen. It's not a knowing about, but a being present with. Es ist nicht ein Wissen über, sondern ein gegenwärtig mit sein. And this quality of awareness is also empty. Und auch diese Qualität der Bewusstheit ist leer.
So when we do this and relaxed and open, the one who knows, the one who is aware, the one who is present is empty. Wenn wir also dieses A machen, dann entspannen und offen sind, ist derjenige, der weiß, derjenige, der bewusst ist, auch zugleich offen und leer. When we look for the mind, we don't find something substantial or solid. Wenn wir nach dem Geist schauen, finden wir nichts Substanzielles oder Festes. And it's this absence of any position or shape or dimension which opens up the possibility of the indestructibility of our being. Das ist genau diese Abwesenheit von jeder Formung, von jeder Geformtheit, die zugleich auch die Möglichkeit der Unzerstörbarkeit Of our nature. Unserer Natur überhaupt ermöglicht. So all constructed things will sooner or later end. Denn alle konstruierten, hergestellten Dinge werden früher oder später enden. The mind's nature in not being a construct is indestructible. Während die Geistesnatur, indem sie kein Konstrukt ist, auch unzerstörbar ist. Clearly our consciousness is very easily destroyed. Natürlich, unser Bewusstsein ist sehr leicht zu zerstören. We hear a sound. That is to say, the oral consciousness arises in relation to the sound. Wir hören zum Beispiel einen Klang und das drückt aus, dass unser Hörbewusstsein, unser auditives Bewusstsein im Zusammenhang mit dem Klang ersteht. The sound goes. Dann ist der Klang vorbei. The consciousness goes too. Und das Bewusstsein geht auch. Suddenly we're aware of a pain in our knee. Vielleicht werden wir dann plötzlich bewusst, dass wir Schmerzen im Knie haben. So the consciousness that's dealing with the proprioception manifests. Und dann ist das Bewusstsein, das mit der Körperwahrnehmung zu tun hat, manifestiert sich. In that way you have a ceaseless pulsation of subject and object coming and going. Auf diese Weise haben wir ein unaufhörliches Pulsieren von Subjekt und Objekt, die auftauchen und gehen. But consciousness is not fixed or reliable. It is emergent into the situation with the arising of the object. Aber Bewusstsein ist nicht irgendwas Fixiertes oder Verlässliches. Es ist gewissermaßen verknüpft mit der Emergenz, mit dem Aufkommen von Subjekt und Objekt. Rigpa is not like that. Und Rigpa ist nicht so. Rigpa doesn't enter into relationship with it. Und Rigpa tritt in keine Beziehung zu irgendetwas ein. The mirror is not in relation to the reflection. Der Spiegel hat keinerlei Beziehung zu seinen Spiegelungen. One reflection can be in relation to another reflection. Eine Spiegelung kann in einer Beziehung zu einer anderen Spiegelung stehen. But the mirror, although it's offering the most infinite, unlimited hospitality to the reflection, is always untouched by it. Aber der Spiegel selbst, obgleich er eine unendliche, umfassende Gastfreundschaft allen potenziellen Spiegelungen anbietet, ist selbst von diesen Spiegelungen vollkommen unberührt. That is to say, awareness doesn't copulate. In anderen Worten, Bewusstheit hat keinen Sex. It doesn't have sex, it doesn't get into production. It never becomes pregnant. Sie geht niemals in Produktion und wird niemals schwanger. And yet, it's like the Virgin Mary. It has an immaculate conception. Aber es ist ein bisschen wie die Jungfrau Maria, die eine unbefleckte Empfängnis hat. Because it's always showing some new babies. Denn sie zeigt uns ständig irgendwelche neuen Babys. Who is the father? Wer der Vater ist, fragen wir lieber nicht. Holy Ghost. Windbestäubung. Yeah. Wind. So, awareness, clarity and appearance, all are empty. Also ist Bewusstheit, Klarheit und Erscheinung alle leer. Whatever is arising, whether it's in the midst of samsaric busyness and confusion, or in relation to the most open and integrated meditation, none of it, no arising, escapes the core nature of emptiness. Was immer erscheint, sei es die geschäftigste Erscheinung mitten im Samsara, sei es die Erscheinung in einer wunderbarsten, noch so offenen und integrierten Meditation, keine dieser Erscheinungen kann sozusagen ihrem Kern von Leerheit entkommen. So the real difference between samsara and nirvana is whether one is awakened to the nature of emptiness or not. Das heißt, der wirkliche Unterschied zwischen Samsara und Nirvana ist lediglich, ob man zum Unterschied von Bewusstheit erwacht ist, also zur Bewusstheit erwacht ist oder nicht.
So when we make this sound of ah, because it symbolizes the emptiness of everything, we don't have to clear all our thoughts out. We don't have to push or repress our memories away. Just oh, they're empty. Und werden wir diesen Klang A produzieren, weil dieses A selbst schon bereits die Leerheit repräsentiert, gibt es keine Notwendigkeit mehr, irgendeine Anstrengung zu unternehmen, von Gedanken oder von Erinnerungen oder sonst irgendwas loszuwerden, uns frei zu machen, weil wir sofort instantan erkennen, sie sind ohnehin leer. So then when we are sitting in that state and experience is arising, wenn man dann in diesem Zustand sitzt und das Erscheinen erfährt, this is the experience of emptiness, emptiness showing itself as form and emptiness. Das ist dann die Erfahrung von Leerheit in dem Aufzeigen oder in dem sich die Leerheit als Form und Leerheit zeigt. Memory and emptiness. Oder Erinnerung und Leerheit. Sensation and emptiness. Empfindung und Leerheit. Everything comes with emptiness. Alles kommt mit Leerheit zusammen. Any other thoughts or questions? Andere Gedanken oder Fragen? So when do you do therapy, psychotherapy? When? In which case? I mean, I understood it's not necessary in a way. Redet doch Deutsch, weil es Okay, wann kommt denn dann Psychotherapie ins Spiel? So wie ich das verstanden habe, ist es gar nicht nötig, das alles aufzulösen. You got the question. You want to say it again? So when do you come to the therapy? In a certain way, it's completely unnecessary, as you explained. It's quite necessary for me to pay my rent. Es ist sehr wichtig für mich, meine Miete bezahlen zu können. The body is in the world. Der Körper befindet sich in der Welt. If you can really do this Dzogchen practice, you don't need so much therapy. Wenn du die Dzogchen-Praxis ausführen kannst, brauchst du nicht so viel Therapie. However, because our culture is very focused on individuality, Dennoch, da unsere Kultur sehr auf sich um Individualität fokussiert. and because the practice of Dzogchen is very subtle, because you're going to have to catch yourself in the process of cheating yourself. Und weil die Praxis des Dzogchen sehr subtil ist, denn sie beruht darauf, dass wir uns gewissermaßen gerade in dem Augenblick, wo wir uns versuchen zu betrügen, dabei erwischen müssen. Unless your mind is very bright and sharp, you can easily fall into an illusion that you have found something when you haven't. Solange, es sei denn, unser Geist ist wirklich sehr, sehr strahlend und scharf, wenn er das nicht ist, kann man sehr schnell in die Illusion verfangen werden, dass man etwas gefunden hat, wo man nichts gefunden hat. So, being in therapy is very useful for many people because it gives them the chance of having to be with somebody who is close enough to them through empathic attunement that they pick up the contouring of how they present. Und in diesem Sinne kann Therapie für jemanden sehr nützlich sein, indem sie mit jemand anderem zusammen sind, der ihnen nah genug steht, einfach durch die Entwicklung von empathischer Einstellung und der ihnen gewissermaßen zeigen kann, wie sie sich selbst formen. But has enough distance not to be seduced by the narrative. Aber der auch zugleich genug Distanz halten kann, um von dem Narrativ nicht verführt zu werden. And through that attuned conversation, the person can come to start to see how they deceive themselves. Und durch diese sozusagen fein abgestimmte Konversation kann der Patient in die Lage kommen zu sehen, auf welche Weise sie sich selbst betrügen. All neurosis is self-deception. Alle Neurose ist Selbstbetrug oder Selbsttäuschung. Self-deception meaning exactly? Meaning, say I'm feeling very anxious. Selbstbetrug in welchem Sinne? Nun ja, Selbstbetrug zum Beispiel in dem Sinne, sagen wir mal, ich fühle mich sehr furchtsam. I can't bear to go out of my house because people are going to look at me. Ich kann es nicht ertragen, nach außen zu gehen, weil die Leute werden mich anstarren. I can't bear to have people seeing me. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute mich sehen. What does this mean? Was bedeutet das? The person has fallen in love with an idea.
Der Sohn ist sozusagen, hat sich in eine Idee verliebt. or a set of linked ideas. Oder vielmehr in einen ganzen Satz von miteinander verknüpften Ideen. Something is wrong with me. Etwas ist an mir falsch. People are going to look at me. Leute werden mich betrachten. People are going to look at me with X-ray eyes. Sie werden mich mit Röntgenstrahlaugen betrachten. When they see my primordial fault, they're going to judge me harshly. Wenn Sie meine Ursünde sozusagen sehen, dann werden Sie mich sehr harsch beurteilen. And this will be unbearable. Und das wird unerträglich sein. So this is a theater in the person's mind. Es ist ein Theater, das im Geist der Person inszeniert wurde There is no basis to it. und hat keine Basis. So in that way they are deceiving themselves, not because they are bad people, but because their ordinary samsaric tendency to be identified with, to be merged with the arising thought as inherently true. Und in diesem Sinne betrügen sie sich nicht, weil sie irgendwelche schlechten Leute sind, sondern weil sie sozusagen der samsarischen Tendenz folgen, sich mit der Erscheinung als innewohnend wahr zu identifizieren. This tendency has now met, however we describe it, the arising of a current of karma in which negative, fearful thoughts become predominant, and these two merging together create a situation in which what I know about myself is more true than anything that anyone else can tell me. Und dieser eine Aspekt verschmilzt jetzt sozusagen mit einem Strom von Karma oder wie auch immer man das nennen möchte, in dem sozusagen die Gedanken dominant werden, die das Urteil habe, dass das, was ich über mich selber weiß, wahrer ist als alles, was jemand anders über mich wissen kann. I know the truth about me and it's terrible. Ich kenne die Wahrheit über mich und diese ist schrecklich. This is a madness. Und das ist natürlich verrückt. I mean, we're an illusion. Das ist ohnehin eine Illusion. Also terrible. Da ist nichts so Schreckliches dran. There was a very sad case in the newspapers in Britain some months ago. Da gab es einen sehr traurigen Fall in den Zeitungen in England einige Monate zuvor. A boy of 14 had hung himself in his bedroom. Ein 14-jähriger Junge hat sich aufgehängt in seinem Schlafzimmer, Because his girlfriend had left him. weil seine Freundin ihn verlassen hat. How many other women in the world are there? Wenn man überlegt, wie viele Frauen es in der Welt sonst noch gibt, He died for romanticism. er starb aber für eine romantische Vorstellung. A true son of Goethe and Schiller. Ein wahrer Sohn von Goethe und Schiller. What a tragedy. Welche Tragödie. Overinvested. I cannot live without her. Eine übermäßige Investition in die Vorstellung, ich kann ohne sie nicht leben. That is to say, this young romantic heart has created a world in which he will be with her. Das heißt, dieses junge romantische Herz hat eine Welt erschaffen in der Vorstellung, ich werde mit ihr sein. This is the only place I want to be. Und das ist der einzige Platz, an dem ich sein möchte. This is the only possibility of being fulfilled in my life. Das ist die einzige Möglichkeit, Erfüllung in meinem Leben zu erfahren. And now it's impossible. Und jetzt ist es unmöglich geworden. It's better for me to die. Es ist besser für mich, wenn ich sterbe. The logic is impeccable, Makellose Logik, but it's completely stupid. aber völlig dumm. So would you say that, okay, the last and then, the difference, Deutsch, bitte. so würdest du dann sagen, dass der Unterschied zwischen einem in Anführungszeichen gesunden mentalen Menschen und einem neurotischen mentalen Menschen nur in der Graduation der Fixierung auf Gedanken ist oder des So would you Attachment, also Anhaften? would you say that the difference between, let's say, a mentally healthy person, the mentally disturbed person, solely lies in the gradation, in the grade of how strongly fixated somebody or attached somebody to thoughts is? Well, two things. It's the intensity of the attachment, and it's the content to which one is attached. Das sind zwei Dinge. Es ist die Intensität des Festhaltens und es ist der Inhalt, woran man festhält. So, from a Buddhist point of view, your bad karma manifests when you grow up in a family where life is very difficult.
Aus buddhistischer Sichtweise zeigt sich dein schlechtes Karma, wenn du in einer Familie aufwächst, in der das Leben schwierig ist, sehr schwierig ist. If your father rapes you and your mother doesn't care, this is very tragic for anyone. Wenn dein Vater dich vergewaltigt und die Mutter sozusagen eigentlich kein Interesse daran hat, dich zu beschützen, dann ist es natürlich für alle Beteiligten sehr tragisch. In our Western modern reading, we would say the child is innocent, children are always innocent, and these corrupt adults have been acting out their selfishness on this poor, undefended person. In unserer westlichen Ideenwelt würden wir vielleicht die Behauptung treffen, das Kind ist unschuldig, weil Kinder immer unschuldig sind, und es sind die selbstbezogenen, selbstischen Erwachsenen, die sozusagen ihre Wünsche da an dem Kind austoben. From a Buddhist point of view, it's one's own karma to be born in these particular circumstances. Von buddhistischer Sichtweise aus ist es das eigene Karma, in solche Umstände überhaupt hineingeboren zu werden. Either way, the fact is that the person experiences things which are unintegratable into their level of development. Wie auch immer man es nimmt, Tatsache ist, dass die Person Dinge erfährt, die sozusagen auf ihrer eigenen Entwicklungsstufe nicht integrierbar sind. So this usually leads to the spirals of preoccupation, Und das führt für gewöhnlich zu Spiralen von Beschäftigung a diminished capacity for self-soothing, und eine verminderte Fähigkeit, sich selbst zu trösten. with an associated tendency to be volatile and impulsive, Und das führt zu einer Tendenz, impulsiv und flüchtig zu sein. and this leads into lots of trouble later. Und das führt natürlich zu vielen verschiedenen späteren Schwierigkeiten. So there, the quality of the capacity to process experience Und da wird also die Qualität oder die Fähigkeit, Erfahrungen zu verarbeiten, and the content or the nature of the experience that's going to be processed are both substandard, if you like, or suboptimal. und aber auch die Natur des Inhalts der Erfahrung, die zu verarbeiten sind, ist gewissermaßen suboptimal. So it's a real struggle then to remain calm, to be able to think and to restrain oneself, because the people who should have been helping to calm one have overexcited one at a very early and essential stage of development. Und das ist dann also sehr schwierig, sozusagen ruhig zu bleiben und Fassung zu bewahren, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, dass die Menschen, die eigentlich deren Aufgabe es gewesen wäre, alle zu beruhigen und zu trösten, in einer sehr frühen Stufe der Entwicklung in Wirklichkeit dazu geführt haben, dass man übererregt worden ist. In the Dzogchen teachings, the more one can develop the capacity to relax and be present with whatever is occurring, In Dzogchen-Lehren, je mehr man die Fähigkeit entwickeln kann, zu entspannen und gegenwärtig präsent zu sein, in was immer erscheint, the more one is deconstructing the limited point where one says or feels, I can't cope. desto stärker dekonstruiert man sozusagen den begrenzten Punkt, an dem man vielleicht zu der Einstellung käme, zu sagen, es ist etwas, womit ich nicht umgehen kann. Or in its more active form, I have to. Oder in der etwas aktiveren Form das zwanghafte, ich muss es tun. So, as we sit in the meditation and allow whatever is coming to come, Und so, wenn wir also in Meditation sitzen und gestatten, dass was immer kommt, auch kommt, gradually we start to really gain a clarity and confidence that none of the contents of the mind either improve or diminish the quality of awareness. entwickeln wir allmählich die Sicherheit und Zuversicht, dass nichts, was auch immer erscheint, die Fähigkeit, sorry, I didn't get it. Okay? So nothing which arises, whether it's a good thing or a bad thing, Nichts, was immer erscheint, weder sei es eine gute Sache, eine schlechte Sache, will increase or diminish the quality of awareness. wird fähig sein, die Qualität der Bewusstheit in irgendeiner Weise zu verbessern oder einzuschränken. But of course, this is very subtle. Aber das ist ein sehr subtiler Punkt. To recognize that consciousness is an arising and not the mind itself
zu erkennen, dass das Bewusstsein selbst ein Erscheinen ist und nicht der Geist selbst. Means the capacity to observe the activity of the mind without identifying it. Und sie geht einher mit der Fähigkeit, den Geist so zu beobachten, ohne Identifikation mit dem, was darin geschieht, mit dem Erscheinen. Sometimes in the rougher parts of cities, Manchmal in etwas sozusagen derberen Stadtvierteln, on a Saturday night, Samstagabends, after certain quantities of alcohol have been consumed, nachdem gewisse Mengen von Alkohol gebraucht worden sind, you will see one woman wird man eine Frau sehen, pulling another woman die eine andere Frau zieht and saying, "Leave him, it's not worth it." und zu ihr sagen, verlass ihn, es ist nicht wert. The woman wants to go back, Und die Frau will zurückgehen, maybe to kiss him, maybe to stab him. vielleicht um ihn zu küssen oder vielleicht um ihn auch zu erstechen. There is nothing to be gained. Es gibt nichts, was gewonnen werden könnte. Manifestly, this man is an asshole, Ganz offensichtlich ist der Mann ein Arschloch. but somehow we think there's something there. Aber irgendwie denken wir doch, es ist irgendwas da. The capacity to resist this is diminished by alcohol. Und die Fähigkeit, dem zu widerstehen, ist durch Alkohol verringert. Alcohol and mental illness are very strongly linked. Und Alkohol und mentale Krankheiten sind sehr stark miteinander verbunden. Patients who present in the accident departments in hospital having cut themselves badly have usually been taking some alcohol. Most suicide attempts are influenced by alcohol. Patienten, die in Notaufnahmen in Krankenhäusern sich vorstellen mit schweren Schnittverletzungen, haben sich geschnitten unter Einfluss von Alkohol und auch Selbsttötungen geschehen oft unter Einfluss von Alkohol. That is to say, we have a death wish, we have a desire to abandon ourselves into circumstances. Wir haben also sozusagen einen Todeswunsch, wir haben den Wunsch, uns selbst aufzugeben und den Umständen zu überlassen. We don't care. Wir sorgen nicht für uns, wir bekümmern uns nicht. We know this in relation to meditation practice. We know this in relation to... Wir kennen das auch in Bezug auf Meditationspraxis. All of us could do a lot more practice than we do. Alle von uns könnten sicherlich eine Menge mehr Praxis ausführen, als wir tatsächlich tun. We read about enlightenment. Wir lesen über Erleuchtung. We get instruction on enlightenment in one lifetime. Wir bekommen Instruktionen und Beweisungen über Erleuchtung in einer Lebenszeit. In the evening, we look at a bottle of wine and watch nonsense on television. Aber am Abend öffnen wir lieber eine Flasche Wein und schauen uns irgendeinen Unsinn im Fernsehen an. We don't really care. Das macht uns nichts aus. Who is it who doesn't really care? Wer ist es aber, der sich nicht kümmert? The ego. Das Ego natürlich. Does awareness care? Kümmert sich die Bewusstheit? Not in the least. Nicht im geringsten. This is the problem. Your awareness will not rescue you from the energy of your karma. Das ist das Problem, dass unsere Bewusstheit uns aus der Energie unseres Karmas nicht erretten wird. The mirror is not touched. Der Spiegel ist überhaupt nicht berührt. Good things come, bad things come. It's just a mirror. Gute Dinge kommen, schlechte Dinge kommen, es ist bloß ein Spiegel. The effort to do the practice is the effort of the ego. Und die Anstrengung, die Praxis zu machen, ist die Anstrengung des Ego. The Buddha nature is already sorted. Denn die Buddha-Natur selbst hat sich schon bereits sortiert. It doesn't do anything. Sie tut gar nichts. The Buddha nature is already enlightened. Die Buddha-Natur ist bereits erleuchtet. The ego will never be enlightened. Das Ego wird niemals erleuchtet sein. So who is going to have to do the homework? Wer soll also die Hausaufgaben erledigen? This is why meditation practice is difficult to sustain. Und das ist der Grund, warum Meditationspraxis schwer fortzusetzen ist. The one who is doing it is preparing a sacrifice of its own identity. Derjenige, der sie ausführt, ist dabei sozusagen die Opfergabe seiner eigenen Identität vorzubereiten. So anything which affects our mental health, which increases our disturbance, is going to make the discipline of maintaining meditation practice sitting down, and secondly, attention and clarity while you're sitting down, it's going to make it more difficult. Und alles, was sozusagen unsere mentale Gesundheit beeinträchtigt,
was die mentale Verstörtheit vermehrt wird die Ausführung einer Praxis und das sich erstens hinsetzen und zweitens auch noch dabei dann die Fähigkeit zu haben, den mentalen Prozessen wirklich beizuwohnen, verringern und schwieriger machen. Buddhism is very beautiful. Buddhismus ist wunderbar, very deep, sehr tief, but it requires real refinement of sensibility. aber er erfordert auch eine wirkliche Verfeinerung unserer Empfänglichkeit. It's not crude. Es ist nichts Grobes. You can't just do it. Es ist nicht so, dass man ihn einfach machen kann. It's not like hammering in a nail. Es ist nicht wie das Einschlagen eines Nagels. It's a very subtle unknotting. Es ist ein sehr subtiles Entknoten. And this requires finesse. Und das erfordert eine Feinheit. So anything which is crude in our own tendencies has to be untied. Alles, was krude, was grob in unseren eigenen Tendenzen ist, muss entknotet werden. So this requires not being too hopeful, Das macht wiederum erforderlich, nicht zu viele Hoffnung zu hegen not having too many doubts. und nicht zu viele Zweifel zu haben. The middle way of calm, clear, ongoing attention Ein mittlerer Weg von ruhiger und klarer, fortgesetzter Beachtung. Don't get excited if things go well. Nicht so aufgeregt zu werden, wenn Dinge gut laufen. Don't get sad if things go badly. Nicht so traurig werden, wenn Dinge traurig sind. Just keep doing. Just keep doing. Einfach fortfahren und fortfahren. If it goes well, what does that mean? Wenn es gut geht, was soll das bedeuten? Nothing. Nichts. If it goes badly, what does that mean? Wenn es schlecht ist, was bedeutet das? Auch nichts. The good is already gone. The bad is already gone. Das Gute ist gegangen, das Schlechte ist bereits gegangen. It's like my shirt. There's no pockets. Wie mein Hemd hat keine Taschen. But you have a trouser where you put it in. Okay. Okay. We need to only have a shirt. Braucht nur ein Hemd. We'll take a break there. But it's a very, very important thing to recognize that letting go and maintaining the work have to go simultaneously. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir machen jetzt eine Pause, aber als letztes wichtiger Punkt zu erkennen, dass sozusagen hier eine doppelte Aufgabe vor uns ist, einerseits loszulassen, aber dann trotzdem die Arbeit fortzusetzen. Okay, so we have a 20-minute break. 20 Minuten. Tieferen Sinn.